Hallo liebe Freunde des grünen Daumens, mein Name ist Michi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Herbs and Turfs. Und ihr habt es schon gesehen, der Sponsoring-Partner dieser Folge ist mal wieder Vivosun. Deswegen blende ich ab jetzt hier oben auch wieder ein Werbungszeichen mit ein. Bedeutet für uns, was haben wir heute auf dem Programm? Natürlich gucken wir uns unsere Strawberry Cheesecake Automatic an von der Firma Humboldt Seeds Company. Leute, macht euch auf was gefasst. Diese kleine Automatic-Pflanze ist wunderschön geworden. Schauen wir uns gleich zusammen unten im Keller an. Ja, Humboldt Seeds Company, ich mache jetzt einfach Werbung, obwohl ich dafür überhaupt nichts bekomme. Bisher, mal abgesehen davon, finde ich, das Saatgut hat bisher ganz gute Leistung gezeigt. Wir werden natürlich sehen, was das Ergebnis bringt. Aber ich habe so eine ganze Palette an verschiedenen Shirts mit verschiedenen Aufdrucken. Hier, guckt mal, die All Gas OG mit der coolen Schlange und der Zapfhahnstation da von der Tankstelle. Die sind super, super bequem, machen echt einen guten Eindruck. Habe ich jetzt schon mehrfach in der Wäsche auch drin gehabt. Fusseln nicht. Die Aufdrucke sind wirklich echt eine Top-Qualität. Also da kann ich wirklich von tiefster Überzeugung aus nur Werbung für machen. Schaut doch mal bei Humboldt Seeds vorbei. Nicht nur wegen den Seeds, sondern einfach auch wegen den coolen Merch, den die da haben. Ja, und neben der V-Grow von Vivosun, die wir uns gleich anschauen, habe ich hier noch ein zweites Paket bekommen. Ja, und was steht auf diesem Paket drauf, beziehungsweise was ist in diesem Paket drin? Das ist von außen sehr schön und unscheinbar verpackt. Ja, und hier steht Gummy Mixer drauf. Ich habe von Vivosun einen Gummy Mixer zugeschickt bekommen, weil ich einfach ganz lieb gefragt habe. Ich interessiere mich persönlich für diese Thematik. Da kann ich hier auch noch mal gerade eine persönliche Empfehlung rausgeben für den Podcast oder auch für den Channel Mit was drin, Leute. Klickt da mal rein, gebt dem ganzen Kanal von Mit was drin mal ein Abo. Die Sonja und ihr Partner, die machen da wirklich einen fantastischen Job. Ich persönlich mache aber ganz gerne Gummibärchen selber und ab und zu verfeinere ich meine Gummibärchen auch noch mit ein bisschen Öl, mit ein bisschen Kräuteröl oder Olivenöl, ganz nach Geschmack, was ihr eben da draußen gerne machen möchtet oder was wir hier eben letztendlich machen möchten. Mit diesem Gummy Mixer kann man sich entweder from the scratch, also aus Grundzutaten wie Gelatine oder vielleicht auch vegane Alternativen oder eben auch alten Gummibärchen, die man klein schneidet, hier in diesem Mixer, der letztendlich nichts ist außer ein kleiner Thermomixer mit einem Rührwerk, und der kann Sachen warm machen, kann man sich Gummibären einschmelzen, kann sie in neue Formen geben, falls die normalen Gummibärchen zu langweilig sind. Da gibt es verschiedene Silikonformen. Ich habe auch schon welche hier, heißt also, wir werden das zusammen in einem Video auch machen. Mir geht es jetzt persönlich heute erstmal darum, diese Box hier auszupacken. Wir gucken uns zusammen an, was ist da drin, und dann werden wir in einem separaten Videos aus alten Gummibärchen neue Gummibärchen machen. Und weil wir diese Gummibärchen etwas gesünder machen wollen, geben wir etwas gesundes Öl dann auch mit dazu und werden dann das Ganze in neue Formen geben, auskühlen lassen. Und ja, ich nehme euch mit auf diese Reise. Ich habe das persönlich schon auch mal gemacht, mit ein bisschen mehr Umständen, mit einem ganz normalen Topf auf dem Herd. Ist ein bisschen frickelig und klebrig die ganze Angelegenheit, und von diesem Produkt hier verspreche ich mir eine Besserung. Gucken wir uns dann gemeinsam an. Also ich würde sagen, packen wir den Karton aus und danach gehen wir runter in den Keller. In dieser unscheinbaren Box befindet sich das typisch schöne Vivosun Green. Hier vorne auch mal mit dem Produkt abgebildet, was uns hier drin erwartet. Vivosun, das Produkt, wie gesagt, was so eine Art kleiner Thermomix ist, und der Gummy Mixer hier oben abgebildet. Zuvorderst erwartet uns wie immer eine wunderbare Bedienungsanleitung. Hier in der Bedienungsanleitung sind auch Rezepte bereits abgebildet. Da wird ganz genau gesagt, was man dafür braucht. Beispielsweise hier Gelatinepuder, ein Fruchtsaft oder Wasser und etwas Zucker. Und daraus lassen sich dann eigene Gummibärchen herstellen. Klar, natürlich ist ja auch beschrieben, was mit bei ist. Es ist beschrieben, wie viel Strom diese Maschine auch konsumiert.
400 Watt. Das ist natürlich ganz schön viel Leistung, aber wir wollen ja hier auch was warm machen und wir wissen immer, wenn wir was warm machen, wird natürlich am meisten Energie auch verbraucht. So, was bekommen wir also geliefert? Wir bekommen hier, wie gesagt, unseren kleinen Gummy-Mixer, was wie gesagt ein kleiner Mixer ist. Man kann hier diesen Deckel abnehmen und dann sieht man hier drin, er ist aus Metall und unten drin sieht man ein kleines Rührwerk. Dieser Deckel hier schließt das Ganze gut ab, sodass eventuell heiße Gummibärchenmasse nicht oben rausspritzen kann. Und das Ganze kommt auf so eine Basis, ja, die kennen wir von Wasserkochern auch. Da wird der Gummy-Mixer letztendlich hier draufgestellt, über den normalen Stromstecker natürlich eingeschaltet. Und hier vorne sieht man ein kleines Display, in dem dann verschiedene Modi auch eingestellt werden können. Mitgeliefert, und das finde ich ganz toll, finde ich, hier sind so kleine praktische Silikonförmchen. Hier haben wir das Ananas-Modell, also wer sich Ananas-Gummibärchen machen möchte, hat hier einmal eine Form mit bei. Wir haben auch eine große Erdbeer, in denen Erdbeer-Gummibärchen hergestellt werden können oder aber auch kleine Gummibärchen. Also wer from the scratch mit Gelatine oder veganen Alternativen sich selbst Gummibärchen machen möchte oder aber Gummibärchen einschmelzen und in eine andere Gummibärchenform bringen möchte, warum auch immer man das machen sollte, hat aber hier schon mal eine schöne Grundausstattung. Hier haben wir so zwei kleine Pipetten mit dabei, bei der man letztendlich aus der geschmolzenen Gelatinelösung in diese Form dann das Material abfüllen kann, bevor das Ganze dann zum Abkühlen in den Kühlschrank kommt. Wir haben hier so einen kleinen Löffel, mit dem man hier drin auch nochmal umrühren kann oder eben auch am Rand, an der Wandung etwas Gummimasse entfernen kann. Und hier sind noch weitere Tools zum Reinigen letztendlich dieses kleinen Gummy-Mixers. Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich persönlich bin total hyped und ich freue mich richtig mit euch zusammen eine kleine Episode in der Küche zu machen. Das haben wir nämlich auf diesem Kanal noch nie wirklich gemacht. Ich weiß noch, in älteren Folgen gab es mal eine verzweifelte Folge, in der ich Microgreens angebaut habe. Schreibt mal unten in die Kommentare, wer dieses Video noch gesehen hat, weil ich das momentan deaktiviert habe. Aber mich würde es interessieren, wer es von euch da draußen noch kennt. Also wie gesagt, in nicht allzu ferner Zukunft schauen wir uns das hier zusammen an. Wir gehen also mit Michi in die Küche. Und ich würde sagen, genug erstmal zum Gummy Mixer. Wir wollen uns doch jetzt die Strawberry Cheesecake Automatic in der V-Grow von Vivosun ansehen. Also würde ich sagen, Leute, kommt mit, wir gehen runter in den Keller. So, meine lieben Freunde, und damit auch wieder herzlich willkommen hier in den heiligen Hallen im Grow-Keller von Herbs & Herbs. Und wir gucken uns natürlich hier wieder die V-Grow von Vivosun an. Eine kleine, aber feine Grow-Lösung, die, wie ich finde, hier bei mir im ersten Run mit der Strawberry Cheesecake Automatic wirklich auch einen sehr guten Eindruck hinterlässt. Wir sehen hier einmal oben den Deckel, in dem die gesamte Technik drin verbaut ist. Wir sehen hier, wir haben hier so ein richtig schönes, sleekes Kunstleder, eine Kunstlederoptik mit so einem Sichtfenster, was hier nochmal durch Kunststoff abgeschirmt ist, sodass man seinen Schützling durch diese Klappe letztendlich beobachten kann, ohne das Klima etwas durcheinander zu wirbeln. Und ganz kurz vorneweg, wenn ihr vorhabt, etwas bei Vivosun zu kaufen, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr meinen Rabattcode HERBSTERBS verwenden würdet, um bis zu 15% auf alle Produkte im Onlineshop bei Vivosun zu sparen. Ihr würdet den Kanal einfach ein kleines bisschen damit unterstützen. Und damit ist auch erstmal genug gesagt. Also wie gesagt, Code HERBSTERBS verwenden beim Einkauf auf Vivosun. Ob es eben der Gummy Mixer ist oder die V-Grow, würde mich sehr freuen. Ja, gucken wir uns mal kurz an, wieso der Status aktuell hier ist. Wir haben hier drin jetzt die Strawberry Cheesecake Automatic von der Firma Humboldt. Sie müsste in der 13. Woche sein. Wir haben ja auch schon ein paar Timelapse-Videos dazu gesehen, über die GrowCam auch von Vivosun. In der Box selbst haben wir gerade 24 Grad, 59% Luftfeuchtigkeit, was in Ordnung ist. Es ist unter 60%, das heißt, die Schimmelgefahr ist etwas reduziert. Und wir sehen, der Wassertankbehälter ist gefüllt. Den befülle ich aktuell mit destilliertem bzw. mit dem Kondenswasser aus dem Luftbefeuchter und eben den Grow-Düngern von Vivosun, die mitgeliefert wurden, mit 2 Gramm pro Liter. Da wird das aufgefüllt. Zeige ich euch gleich in der nächsten Aufnahme auch eben nochmal. Wir sehen hier, der Lüfter steuert auch, hält diese Luftfeuchtigkeit konstant unter 60.
Und ja, was muss ich noch zu der Beleuchtung sagen? Ich habe ja, als ich sie am Anfang vorgestellt habe, total dafür geschwärmt, dass man diese Lampe hier, dass man die Spektralbereiche einstellen kann. Heißt also in der Seedlingsphase etwas mehr Blaulicht, weniger Rotlicht, in der vegetativen Phase relativ ausgeglichen und in der Flowering Phase nimmt der Rotanteil zu und der Blauanteil etwas ab. Und was habe ich natürlich, ich Schussel, komplett vergessen? Nämlich das Spektrum der Lampe auch richtig einzustellen. Ich habe also die ganze Zeit diesen Grow in der Seedlingsphase weitergeführt und mir ist jetzt gerade eben vor einer Woche, vor 2 Wochen erst eingefallen, dass es ja den Flowering Mode gibt und habe das jetzt letztendlich eingestellt. Also das wird beim nächsten Grow auf jeden Fall mehr berücksichtigt werden. Dann würde ich sagen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick hier auf die Technik und auf die Bewässerung. Und im nächsten Schritt werden wir uns natürlich die Pflanze angucken. Ich werde mal ein paar Experimente machen bei dem Blick auf die Pflanze. Also entweder seht ihr die Pflanze in einem schön eingebetteten grünen Hintergrund oder ihr werdet im schlimmsten Fall die Pflanze verpixelt sehen. Aber in diesem Fall werde ich unten in die Beschreibung in meinen Kommentar einen Link zu einem Short einblenden, in dem ihr diese Pflanze in voller Pracht sehen könnt. Das ist dann ein FSK 18 Short. Hat einfach damit zu tun, dass ich es einfach extrem traurig finde, dass YouTube meine Videos so shadowbannt aufgrund des Inhaltes und ich einfach den Leuten, die hier FSK 18 registriert sind, trotzdem die Chance geben möchte, natürlich auch die Pflanzen zu sehen. Also kurzer Blick auf die Technik und dann schauen wir uns wie versprochen die Pflanze an. So, wir haben nun also einmal die komplett umgekehrte Sicht und zwar schauen wir jetzt von unten her in den Deckel der Box. Die Technik ist hier folgendermaßen verbaut. Ja, wir haben also hinter diesem Gitter hier wie bei einer Dunstabzugshaube einen Aktivkohlefilter verbaut, in dem letztendlich die Luft gefiltert wird. Und das funktioniert auch, soweit ich es wahrnehmen kann, wirklich fantastisch. Ich rieche hier unten im Grow-Keller nichts von dieser Pflanze, die hier in voller Blüte steht. Und ihr hört jetzt vielleicht auch, wenn ich mal leise bin, dann läuft dieser Inline-Vent auch immer mal wieder an, ist nicht übermäßig laut und scheint seine Arbeit auch zuverlässig zu machen, zumindest wenn ich mir die Luftfeuchtigkeit aktuell ansehe. Ja, mit direktem Blick natürlich hier auf die Lampe. Momentan flackert das auch nicht, das heißt, mein Handy ist ganz gut eingestellt. Wir sehen hier die Anordnung der verschiedenen LEDs in einer 100 Watt Beleuchtung. Und das Schöne ist, wie ich finde, man kann halt diesen Spektralbereich, je nachdem in welchem Zustand die Pflanze gerade ist, Seedling, Vegetativ oder Flowering, die Blau-Rotlichtanteile einfach ein bisschen anpassen. Jetzt der ein oder andere, der meine anderen Videos gesehen hat, fragt sich natürlich auch, hier ist ja überhaupt kein Ventilator drin. Genau, aber ihr seht die Löcher in disun Stangen, das hat Vivosun nämlich super clever gelöst. Da wird die Luft durchgeleitet und diese Löcher gehen auch bis unten hin. Das heißt, man hat wirklich in dieser Box einen konstanten Airflow von hinten nach vorne. Und ja, das scheint zumindest bei diesem Grow auch erstmal sehr, sehr gut zu funktionieren. Auf was ich jetzt gucke, das ist unsere Timelapse Growcam, die C4 von Vivosun. Die kann man extra erwerben, ist aber eine ganz schöne Ergänzung. Und das Coole ist, wie ich finde, dass man die hier wirklich auch über USB direkt anschließen kann, neben dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und dem Wasserstandssensor. Da ist wirklich dafür gesorgt, dass man die Kabel hier möglichst schön auch verlegen kann, wenn man das möchte. Ist mir in einem Fall auch ganz gut gelungen, hier beim Wasserstandssensor. Beim Temperaturfühlsensor, den habe ich ein bisschen freier liegen, weil ich einfach immer mal wieder in der Höhe da auch variieren wollte. Es gilt ja letztendlich das Canopy-Level zu treffen, also oben, wo die Blüten sind. Da ist es wichtig, dann die Luftfeuchtigkeit und Temperatur auch zu messen. Auch schön, wie ich finde, was ich in diesem Grow leider Gottes nicht berücksichtigt habe, ist eben diese Maßeinheit hier hinten links. Aufgrund des Automatic Grows bin ich da natürlich auch ein bisschen limitiert, weil die Pflanze selbst entscheidet, wann sie genau in welchen Zustand in den Stretch geht und wann sie damit aufhört. Aber wir werden diese Box natürlich auch mal für einen photoperiodischen Grow natürlich dann einsetzen und auch schauen, dass wir natürlich diesen übrigen Raum, der hier oben drüber ist, natürlich auch entsprechend mal gefüllt bekommen. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut und dann gucken wir uns den unteren Bereich der Box nochmal an. Genau, wir befinden jetzt uns hier im unteren Bereich. Ihr seht hier hinten auch, wie gesagt, diese Stangen, diese Löcher für die Ventilation der Luft, auch im unteren Bereich. Wir haben hier diesen Original-Stofftopf von Vivosun mit dem mitgelieferten Kokosubstrat befüllt, wo ich sage, naja gut, guckt mal hier, da wäre auf jeden Fall noch ordentlich viel Platz drin gewesen. Für den nächsten Grow werde ich vielleicht diesen Stofftopf auch wieder verwenden.
aber letztendlich mit einem anderen Substrat auch mal bis ganz oben hinfüllen, damit die Pflanze einfach ein bisschen mehr Platz hat, hier auch im Erdreich zu wurzeln. Cool ist, wie ich finde, dass hier in dieser Box eben auch direkt schon so eine automatische Bewässerungslösung eingesetzt ist. Bedeutet, hier sind ja kleine Schnüre drin, die Flüssigkeit hier unten aus dem Tank nach oben ziehen und die Pflanze hat die Möglichkeit, über den Stofftopf das in die Erde zu ziehen. Nach der Theorie. Was die Pflanze aber tatsächlich lieber macht, ist die Wurzeln über die Schnüre bis runter in den Wassertank wachsen zu lassen und sich dort eben dann ganz frei und selbst bedienen zu können. Ihr erinnert euch an mein Video, wo ich die Pflanze habe halb vertrocknen lassen. Da hatte ich nämlich den Topf hier mal angehoben, die Pflanze rausgeholt, um einfach das Wasserbad etwas zu reinigen. Und damit habe ich eben diese Wurzeln da unten gekappt und dann ist die Pflanze einfach recht schnell trocken gefallen, weil sie gerade im vollen Stretch war und das Kokossubstrat einfach sehr schnell ausgetrocknet ist. Habe ich mir jetzt überlegt, nö, dann soll die Pflanze doch einfach schön hier runter wachsen. Also haben wir quasi so eine, ja, so eine Semi-Form Hydrokultur, die jetzt wahrscheinlich nicht, also alle, die Hydrokultur machen, die werden hier jetzt gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil hier natürlich eine recht sauerstoffarme Brühe da unten drin steht. Ich gucke aber jeden Tag rein und gucke mir die Wurzeln an. Solange sie so weiß-beigefarben aussehen, ist das für mich erstmal in Ordnung. Aber ich gebe hier oben auch immer mal wieder von Tag zu Tag einfach einen Schluck Wasser mit rein, damit natürlich die Wurzeln, die hier oben in dem Kokossubstrat wachsen, auch einfach gesund bleiben, damit die Pflanze, ja, sollte es hier unten vielleicht wirklich zur Absterbung kommen, vor den Wurzeln hier oben noch ein Notfallsystem hat. Wow, gibt es viel zu erzählen über dieses Bewässerungssystem. Aber ich würde sagen, wenn es eine Schwachstelle für mich zumindest gibt, dann ist es wirklich hier einfach für den Anfang gut darauf zu achten, dass die Pflanze vielleicht die Wurzeln bis hier unten reinstrecken kann oder eben halt hier oben die Erde großzügig zu überwachen, was ich ja mit diesen zusätzlichen Bodenfeuchtigkeitssensoren hier von Ecovit mache. Und das Coole ist, bei Ecovit in der App kann man sich tatsächlich auch eine Warnung einstellen, ja, die einem dann eine E-Mail zukommen lässt, wenn der Sensor unter ein gewisses Bodefeuchte-Level fällt. Und dann ist man nochmal auf der Nummer sicher, dass man dann im Zweifel nicht betriebsblind wird, so wie ich das eben bin. Und dann halt einfach nochmal ein paar Schlücke Wasser oben drauf geben kann. So, jetzt würde ich mal sagen, genug zur Technik, liebe Leute. Schreibt mir doch mal in die Kommentare unten rein, wie ihr das Konzept der V-Grow findet. Ich persönlich bin erstmal total begeistert. Könnte mir vielleicht vorstellen, wenn diese V-Grow einfach eine Nummer größer wäre, also nicht nur diese 40 x 40 Zentimeter hat, sondern einfach mal, ja, ich sag mal, auf ein gängiges Format 70 x 70 geht oder 80 x 80, wäre das der Gamechanger überhaupt. Also dann, ich finde es einfach total sexy, das Teil. Es sieht richtig schön aus. Das, was es verspricht, hält es auch ein. Und um den Beweis zu bringen, zeige ich euch jetzt einfach mal den Stand der kleinen Strawberry Cheesecake Automatic. Hier jetzt, wie gesagt, in einer besonderen Ansicht entweder verpixelt oder wir sehen sie etwas grün eingebettet, je nachdem, wie ich das halt eben irgendwie hier richtig hinbekomme. Also, schauen wir sie uns an. Ja, liebe Leute. Und hier sehen wir jetzt den ersten einzelnen Bud, der hier direkt vorne rechts in der V-Grow zu sehen ist. Hat eine schöne Trichomausbildung und wir sehen an diesen Blütennarben auch so eine leichte Rotverfärbung, was, wie ich finde, wirklich wunderbar aussieht und vielleicht auch der namensgebende Anteil für die Strawberry ist. Also, dass es so leicht erdbeermäßig aussieht durch diese kleinen pink-roten Narben dieser Blüte. Und es riecht richtig schön fruchtig auch hier drin, richtig schön frisch, nicht muffig auf irgendeine Art und Weise. Und ja, das ist nur ein schönes Beispiel hier, dieser Watt. Wenn ich mal so einen kleinen Schwenk hier mache durch die kleine Box, dann sehen wir auch, dass wir hier mit dem eingebauten Scrognetz es geschafft haben, diese Automatic-Pflanze wirklich auf ein schönes Niveau zu bringen, auf so ein schönes einheitliches Niveau. Hier unten links, da ist so ein kleiner Nachzügler vielleicht mitzusehen. Aber ich würde mal sagen, wenn wir das mit unseren photoperiodischen Grows vergleichen, lässt sich das hier doch ganz gut sehen. Und die Blüten nehmen auch nach wie vor immer noch an Volumen zu. Gefühlt jeden Tag, wenn ich hier reinkomme, sieht das Ganze nochmal anders aus. Klar sehen wir jetzt auch hier so langsam, dass die Pflanze langsam an ihr Ende kommt. Das ist für mich
mittlerweile eine recht normale Erscheinung, dass einfach die Pflanze auch Energie aus den Blättern in die Blüte schickt. Hier hinten sehen wir den Luftfeuchtigkeitssensor, den ich oben auf das Crocknetz draufgelegt habe, um eben das Canopy-Level abzugreifen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gerade noch mal ein bisschen hier auf Tuchfühlung mit dieser wunderschönen Blüte. Schaut sie euch an. Die steht gerade im vollen Saft und ich bin richtig gespannt, wie es noch hier weitergeht mit dieser Blüte. Ausbeutemäßig würde ich sagen, ist es so ziemlich die Hälfte von dem, was ich momentan in meinen 70 x 70ern Zelten erreiche mit 100 bzw. 150 Watt. Aber von der Blütenausbildung her steht das hier wirklich in keinem Fall irgendwie in der Sache nach. Und eure Meinung ist gefragt, Leute. Was meint ihr? Ich würde mal sagen, wer meinen ersten Automatic Row mit der Royal Haze Automatic kennt, dieses kleine Stämmchen da, guckt doch mal in die Playlist von der ersten Staffel rein, wenn es euch interessiert. Ist das doch schon mal eine Steigerung um 100%, würde ich sagen. Also hier sehen die Blüten wesentlich vitaler aus, wesentlich dicker. Und ich bin schon ein bisschen stolz. Ja doch, also für meinen zweiten Automatic Row geht die Reise doch mal in die richtige Richtung. Also Leute, alle, die noch kein Abo haben, ihr wisst Bescheid, schenkt mir doch gerne ein Abo, klickt auch gerne die Glocke und liked dieses Video. Über Kommentare freue ich mich immer, wenn sie konstruktiv sind. Ja, ihr wisst doch Bescheid, Leute, seid lieb zueinander da draußen. Und ich freue mich ganz bald, euch mit dem Gummy Mixer wiederzusehen auf meinem Kanal, wenn wir unsere Gummibärchen in eine neue Form bringen und wenn wir sie mit Olivenöl etwas gesünder machen. Klickt doch mal rein, würde mich sehr freuen, euch da wiederzusehen. Also, bis dahin und bis bald. Macht's gut. Ciao.